Was hast du? Ein Loch in meiner Unterhose. Hast du das jetzt gerade entdeckt? Ja. Hast du Taschenbillard gespielt? Der schlechteste Anmachspruch, den ich je gehört habe. Oh Gott. Ja, wunderschönen guten Mittag und ein fröhliches Tolle Anmoderation. Grusel Halligalli aus dem Moviepark Germany zum Halloween Horror Festival am Sonntag. Vorletztes Saisonwochenende. Ich glaube, wir sind jetzt seit einer Stunde hier oder so und wir wären eigentlich zu viert, sind aber jetzt noch zu dritt, aber André musste noch mal woanders hin, dummerweise. Ist ein bisschen doof gelaufen. Kommt aber dann auch gleich wieder zurück und dann sind wir zu viert unterwegs. Und dann sind wir eben schon mal Star Trek gefahren, mal schnell kurz und jetzt gucken wir, was wir machen und dann wird es ab 18 Uhr, ja? Ja. Ab 18 Uhr wird es dann gruselig. Gruselig. Hallo. Jan hat darauf bestanden, dass wir Time Riders fahren. Das ist so cool. Ich mag Time Rider. Es war ganz witzig, aber es war so eine neue Dimension von Fuck you! Man wird rumgeworfen, irgendwann so, okay, schon ganz schön rough das Ding und dann wird einfach so komplett aus seinem Sitz geschmissen. Also die Gurte sind da schon richtig wichtig. Gehen wir da lang? Halb voll? Halb voll Bandit und so? Das Glas ist halb voll. Oh. Der hohe Herbst, ne? Der fuckt nicht around. Alter, der ist uff. Ja, uffstens. Official Uff ist das. Bleibt einer meiner Lieblings-Freefalls. Es ist halt einfach. Das ist so. Fuck you! Also bisher kommen wir noch super gut durch hier. Und der ist auch super gut durch. Mindestens 1,10, na gut. Leuchtet echt. Genug inspiziert, oder? Ich muss wieder den hier machen. Was brauchen wir neben Kürbissen? Fake-Kürbisse! Wir fahren Los Tempel. Hurra! Den Wartebereich. Soll ich dich lieber filmen und deine Reaktion? Aber meine Frage ist, kommt der Wartebereich auch von der Firma, die die Attraktion liefert? Nein. Warum nehme ich die überhaupt hier? Warum sind dann alle Immersive Tunnel? Guckt euch die Thematisierung an! Die ist ein bisschen kaputt, ehrlich gesagt. Warum ist in Filmst du? Oh, du filmst noch. Hä? Warum? Warum es ist zu voll. Aber der Wartebereich ist schön. Ja. Ist schön. Weißt du, du hast einen Park, wo alles im Park sieht kacke aus. Und dann kommt ein Immersive Tunnel, wo der Wartebereich Boom ist. Hier sieht alles kacke aus. Nein, das ist nicht dieser Park, aber ein anderer Park. Guck mal, die Zeitung heißt Wissenschaft. Nein. Faszinierende Entdeckung unter dem Freizeitpark Moviepark Germany. Stockfoto. Stadtbau abgenehmigt. Temple, Crystal Cave, 11. 11 ist Kölsch. Was ich eigentlich sagen wollte, wir sind jetzt eben Excalibur gefahren und es hat endlich mal alles funktioniert mit Musik und so und ohne Durchsage, dass hier niemand aufstehen soll. Und dann sind wir, was haben wir danach nochmal gefahren? Van Helsing war 55 Minuten angestanden und wir haben angestanden 5. Es ist irgendwie, wir sind reingegangen, um die Kurve gegangen, in den Raum reingegangen und es war einfach, wir standen erst in dem Raum. Auch easy. Und jetzt bin ich um eine Fahrt auf Lost Temple rumgekommen. Yes! Aber der Wartebereich ist schön. Ja, Mann! Latsch drauf in dem Gebiet 51. L'Aria 50 et Latsch drauf. Gegen die alten Werbungen. Jetzt
muss ich ja so viele Sounds drunter schneiden. Ja, Lego Ninjago schon früher auf. Ist halt so spät. Ninjago. Area 51 ist immer noch schön, gefällt mir sehr gut, macht mir Spaß. Ich bin auch nicht so nass geworden. 16:30. Dann macht Ninjago in... Scheiße, Ninjo! Eine Stunde, über eine Stunde auch. Ja, dann gehen wir doch jetzt erstmal noch meine Kappe kaufen. So, das Tempel hat einen schönen Wartebereich. Ich habe gerade Wursttempel verstanden. Wursttempel. So nenne ich mein Klo. Leute, it becomes slowly dark. Ich grusel mich schon ganz fett. Der Gruß ist nicht fett, muss aber ein bisschen weniger essen. Arsch. So, wir latschen jetzt schon mal zu Project Ninjago. Das hat zwar noch nicht auf, aber wir wollen das möglichst früh machen, weil das ja wohl das Beste ist. Und wollen nicht Gefahr laufen, dass dann später irgendwie zu ist oder was auch immer, wenn wir zu spät kommen. Und deswegen gehen wir da jetzt hin und Kartoffelsalat. Wow. So hell ist es, als wir beginnen zu warten. Absolute mad. So dunkel ist es nach der Hälfte der Wartezeit. Und den können die erst nach 18 Uhr ein bisschen... Ja, ein bisschen mehr. Fast schön wie die Anstellschlange von Lost Temple. Dein Fazit zu Ninja Gaiden? Ja, ich liebe es! Okay. Ja, war geil. Also das war Project Ninjo ist ja quasi das neue Death Battle. Ich muss sagen, das Death Battle hat mir vom Team ein bisschen besser noch gefallen, aber es war auf jeden Fall wieder, also ich behaupte jetzt einfach mal schon mal, dass es das geilste Maze hier ist, auch wenn ich jetzt noch ein paar offen habe. Aber es ist schon nice. Vor allem jetzt mit dem Aspekt, dass du jetzt halt auch dauernd angefasst und geschubst und so wirst, das ist schon... Oh, das klingt immer total albern, aber es ist halt, irgendwie macht es cool. Ja. Das macht's gut. Und innen drinne ist sogar noch geiler als die Warteschlange vom Lost Temple. So, jetzt komme ich auch mal zu meiner nächtlichen Star Trek Fahrt, weil letztes Jahr, als wir hier waren, war Star Trek ja SBNO. Und die Wartezeitenanzeige verspricht Gutes. Hat auch einen schönen Wartebereich eigentlich. Yeah. Ja, aber nicht so schön wie... Nicht so schön wie Lost Temple. Hast du grünes Licht in dem Auto? Was ist denn da? Lecco mio, Ascho Blanco. Ich glaube, die addieren einfach die Wartezeit bei Fantastic immer weiter. Circus of Geeks. Well, actually. Ich dachte schon. So, Circus of Freaks. Ah, sehr cool. War cool, war vor allem schön. Also Ja. so abgefuckt es auch klingen mag, aber es war echt schön da drin. Schön gemacht. Mit viel Nebel und Laternen, Lampions. Viel Clowns. Ich mag, dass das so weniger halt diese Jumpscares hast, wo die dich anschreien, sondern du einfach von denen konfrontiert wirst und vollgelabert wirst. Das Ja. ist voll geil. War optisch auch ein Highlight. Oder? Jetzt mit Dora? Nein. Nein. Wie fandet ihr COF? Dieses Jahr relativ okay geworden. Letztes Jahr fand ich es überhaupt nicht cool. Ich bin kein Riesenfan von diesen Baustellen-Mazes. Aber ja, keine Ahnung. Es macht Spaß. Man kann echt gute Runs haben. Yes, ich find's cool. Ich finde, dass mein Lieblings-Horror-Szenario ist das Zirkus-Horror-Szenario, würde ich mal behaupten. Und deswegen fand ich es ganz cool. Und
Das ganz früher war das ja ganz schlimm mit diesem Bauzaun-Ding. Und das haben sie ja viel besser mittlerweile hinbekommen, dass sie ja richtig Sachen reinbauen. Und fand ich schon ziemlich cool jetzt. Muss ich sagen, ja. Wir fahren jetzt Excalibur. Wenn ihr die Presseeröffnung sehen wollt, geht doch auf meinen YouTube-Kanal. Am besten sagst du nicht, wie er heißt. Hey, wir gehen jetzt in Wrong Turn. Ich melde mich danach wieder. Tschüss. Also, wir kommen gerade aus Wrong Turn. Und es hat sich gelohnt. Also das, Ich liebe es so sehr. ich meine, Aufpreis ist nie geil, aber hat sich jetzt in dem Fall tatsächlich gelohnt, weil Wrong Turn ist halt einfach eine geile Maze. Und die Tatsache, dass man halt einfach durch Ice Edge läuft, ist halt immer noch irgendwie cool. Und es war ein bisschen heller als letztes Jahr, was aber nicht so schlimm ist, weil letztes Jahr hat man halt einfach sich kaum orientieren können. Dieses Jahr hat man viel mehr gesehen und es waren sehr viele Scare-Actor da und die haben auch alle Gas gegeben. Und Stimmt, es waren echt viele da. Und in unserer Gruppe waren auch diverse Leute, die sehr schreckhaft waren und die ganze Zeit durchgeschrien haben. Cool. Das war witzig, ja. Würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Oh ja. Von den blöden Scare-Actern, was soll das? Ich guck dir immer schon an. Der It-Film war okay. Wer gerne einen Trailer sehen möchte, der alles erklärt. In 4D. Forest Wave. Machen wir. Ist ja nichts. Was denn? Let's go to Glamp Out. Ja. Bis gleich. Ein Scare-Actor! Das ist mein Gesicht. Germany, die Abendshow. Lauf schnell in den Shop und hol noch mal die Abend noch 3 Minuten. Damit Sie die Show vollends genießen können, wird die Beleuchtung den Moviepark Germany gedimmt. Für Ihre eigene So, wir sind durch. Wir haben jetzt eben noch Campout gemacht und zum Abschluss Slaughterhouse. Wir haben Campout gemacht. Da habe ich die ganze Zeit, ich wollte die ganze Zeit Fotos machen, weil es sah so geil drin aussah. Ich meine, es ist jetzt nicht das Scarieste von allen, aber es sah einfach atmosphärisch geil aus. Sah echt mega geil aus. Ich wollte überall Fotos machen, wo der Nebel und durch die Bäume mit den bunten Lichtern und so. Das sah so cool aus. Und dann haben wir eben noch Slaughterhouse gemacht. Da haben wir unnötig lang angestanden. Das war wirklich, also seltsamerweise haben die ganze Zeit so winzige Gruppen reingelassen. Und als wir dann plötzlich da waren, ja, dann 30 Leute, kommen da durch, Also Gott sei Dank waren wir ganz vorne. Ja, ich war ganz vorne und habe alles immer so ganz nah vors Gesicht bekommen. Und das war so, natürliche Reaktion auf etwas, was nah von meinem Gesicht ist. Und es gab, in Slaughterhouse gab es diesen ekelhaften Geruch, den es auch in Death Battle gab, wo ich reiern möchte, wenn ich das rieche. Aber jetzt gehen wir schnell raus, bevor hier die Abendshow anfängt. Damit wir schnell vom Parkplatz kommen und schnell hier wegkommen, bevor wir hier gefangen sind. Ne? Ja. Ich habe nicht zugehört. Wie fandest du Slaughterhouse? Ganz cool. Also genauso cool wie die letzten Jahre auch. Der Nebelraum ist krass. Ja. Man weiß gar nicht, wo man lang gehen muss. Und ich finde das Konzept, das passt sehr gut. Einfach dieses Schlachthaus-Thema. Ja. Nee, insgesamt vergebe ich 4 von 5 Sternen. 4 von 5 Gruselschockern. Genau. Also 1 Stern hättest du noch schneller dran gekommen, aber die Schlange, die Menschen, die sind immer das Problem in den Parks. Menschen ist der Feind. So, wo sind jetzt die anderen? Verloren. Tschüss! Lit! Weil gestern Disappointment des Jahrzehntes. Das Jahrzehnt. Ja, weil der so richtig angegangen hat, so. Das ist das Schlimmste, was jemals in Deutschland passiert ist. Nein, das hat er gesagt. Und jetzt das Feuerwerk. Let's make fireworks great again. Show vorbei. Ohne Feuerwerk. Tschüss. Vielen Dank für das Halloween-Schatten. Gut, ist ja bei Magic Rose auch nicht anders, ne? Ja. Ist ja bei Magic Rose auch nicht anders. Ja. Ist ja bei Magic Rose auch nicht anders. Der Warterecht von Tempel ist schön. Ende.